Moin Giorno und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Heute machen wir eine Rehkeule im Sandwich. Klingt verrückt, aber schmeckt himmlisch. Vor kurzem hatte ich Kontakt mit dem Wildhandel Blajos in Frieling hier in der Nähe von Soltau. Ich blende euch unten dazu nochmal einen Link ein. Und die haben gesagt, Mensch, wir haben mal richtig schönes Wild für dich, mach doch da mal ein Video mit. Ich habe hier heute eine Rehkeule. Die Zeit für Wild, die ist ja eigentlich eher so Herbst und Winter. Da habe ich gedacht, das Fleisch ist top, warum mache ich nicht mal ein Sandwich damit? Und dieses Sandwich, das zeige ich euch heute. Was wir heute dafür an Zutaten nutzen, das zeige ich euch jetzt auf dem Brett. Als erstes natürlich nochmal die Rehkeule. Die ist bereits vom Knochen ausgelöst. Die werden wir gleich nochmal würzen, dann zeige ich euch die nochmal genauer. Die Rehkeule, die würzen wir heute einmal mit einer Mischung aus Olivenöl und hier habe ich eine getrocknete Gewürzmischung. Dann brauchen wir Frischkäse, Preiselbeeren, rote Zwiebeln, zum Schmoren einen trockenen Rotwein und eine Fleischbrühe. Baguette, da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr möchtet. Wir brauchen noch Rucola, ja, und eventuell Salz zum Abschmecken. Und jetzt geht's ran, dass wir das Fleisch vorbereiten. Die ausgelöste Rehkeule, die habe ich jetzt schon mal in eine größere Conscious gepackt. Die wurde im Endeffekt vom Knochen abgelöst und ergibt, ja, fast so was Ähnliches von der Form wie so ein Schmetterlingsschnitt beim Schweinenacken. Also viel Fläche quasi. Und diese Fläche, die werden wir jetzt erstmal benetzen mit Olivenöl. Ich habe die vorher einmal abgewaschen und abgetrocknet. So schön von beiden Seiten. Das Olivenöl, das dient dann dazu, dass die Gewürze gleich halten. So, dann kommt erstmal jetzt noch Salz, weil mein Gewürz kein Salz enthält. So, und dann könnt ihr das jetzt so belassen und später mit dem Gewürz machen. Ich mache es gleich mit drauf. Hier ist so Pfeffer drin, Rosmarin, Koriander. Und was so schön zu Wild passt. Und hiermit gehe ich jetzt zu meinem Hockerkocher und dann werden wir uns das Ganze schön einmal anbraten. Dann werden wir den mal zünden. Dann kommt mein Ofen drauf, mein restliches Olivenöl rein. Und wenn das Olivenöl dann heiß ist, dann nehmen wir uns hier unsere Keule und dann braten wir die uns einmal an. Von allen Seiten. Wenn wir soweit sind, dann hole ich euch wieder zurück. 5 Minuten später, meine Rehkeule ist von allen Seiten schön angeröstet. Jetzt ist Zeit, mit der Brühe abzulöschen. Und auch mit dem Rotwein. Den Hockerkocher stelle ich jetzt aus. Das Ganze soll jetzt so zur Hälfte bedeckt, sage ich mal, in der Flüssigkeit schwimmen. Dann kommt der Deckel drauf. Und mein Ofen geht jetzt so für 2 bis 3 Stunden entweder in den Backofen, bei mir natürlich in den Grill bei 160 Grad. Als Grill, da nutze ich heute wieder meinen Primo Keramikgrill. Der läuft stabil auf 160 Grad. Und da stellen wir uns jetzt mal den Dutch Ofen rein. Die Rehkeule kann jetzt im Dutch Ofen schmoren und schön zart werden. Und dann sehen wir uns nach 2, 2,5 oder 3 Stunden hier wieder. Wir sind zurück nach guten 2 Stunden. Zeit zu gucken, was das Fleisch macht. Das nehme ich jetzt noch nicht raus. So, und nun wird Zeit, dass wir mal probieren. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Baguettebrot aufgebacken. Und dann versuche ich mal, dass ich hier von dem Fleisch eine schöne Ecke rausbekomme. Oh, Freunde, schaut das. Das nehme ich jetzt mal hier rüber. Noch eine andere Ecke. Oh, das zerfällt schon so. Als allererstes werde ich mein Baguette von der Unterseite einmal mit ordentlich Frischkäse bestreichen. Firma Blajos, liebe Grüße gehen noch mal raus, hat mir hier auf alle Fälle schon mal ein wunderschönes Stück rausgesucht. Nehmen wir uns hier mal das Stückchen raus und schneiden uns hier mal was runter. Oh, Freunde, wie mürbe das ist. Guck mal hier. Das kann man so auseinandernehmen. Oh, ist das heiß. Ist das heiß, Leute. Da belege ich mir jetzt mein Baguette mit. Dann von meinen Preiselbeeren einmal eine Spur hier oben drüber. Der Milo, der freut sich auch schon. Der durfte nämlich eben schon ein kleines Stückchen probieren.
Und die japst jetzt ganz doll, dass er auch wieder was bekommt. Aber das ist jetzt unsers. Ganz genau, mein Freund. Dann nehmen wir uns was von den roten Zwiebeln. Die nehmen wir uns ein bisschen auseinander, damit die jetzt nicht ganz so intensiv sind. Wobei die roten ja an sich sowieso nicht so intensiv sind. Mein Rucola, ein bisschen was Grünes darf es ja auch sein. Und dann kommt mein Deckel drauf. Und hier ist es nun. Mein Rehkeulen-Sandwich mit Preiselbeeren, Zwiebeln und Rucola. So sieht es im Anschnitt aus. So Freunde, auf euch und auf den Wildhandel Blajus. Schmeckt richtig super. Der Wildgeschmack kommt dezent durch. Der Milo findet das auch. Die schöne Süße von den Preiselbeeren. Tatsächlich mag ich das immer gerne ein bisschen schärfer. Deswegen könnte ich mir vielleicht noch auf die Oberseite eine Chili-Soße vorstellen. Mal gucken, aber so wie es ist, Leute, perfekt. Boah, ich gebe das mal an meine beiden Gäste weiter zum Probieren. Einmal an die Svenja und den Jakob. Ich freue mich. Ich möchte jetzt tatsächlich auch das Fleisch noch mal so probieren. Boah, richtig geil. Hier vorne, das ist tatsächlich vom anderen Stück noch ein bisschen weicher. Guck mal, das kann man so zupfen. Preiselbeeren. Boah, richtig super. Esst mehr Wild. Ich denke, mehr Bio geht nicht. Das bekommt ihr auch nicht nur zum Herbst oder Winter, das bekommt ihr eigentlich auch das ganze Jahr. So wie zum Beispiel beim Wildhandel Blajus. Der hat einen Online-Shop, da könnt ihr das ganzjährig bestellen. Dieses Stück hatte zum Beispiel auch ein Haltbarkeitsdatum, das war über ein ganzes Jahr. Und was sagt ihr? Lecker. Ja, richtig lecker. Und mit Preiselbeeren, da liebe ich das. Ich muss sagen, nach 2 Stunden war das völlig okay. Ich mag es jetzt gar nicht so, dass man das alles auseinanderreißen kann. Das ist ja kein Pulled Reh, sondern ich wollte das halt schön als Sandwich machen. Natürlich, wenn ihr das noch eine halbe Stunde, 3/4 Stunde länger lasst, dann könnt ihr es auch pullen. Schön in der Soße vielleicht. Kann man auch machen. Ne? So, ich habe zum Beispiel neulich ein Pulled Chicken gemacht. Das blende ich euch mal hier oben ein. Diese Variante kann man natürlich hiermit auch machen. Müsste noch mindestens aber eine Stunde länger garen. Ja, falls euch das gefallen hat, Freunde, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Einen lieben Dank geht nochmal raus an die Firma Wildhandel Blajus für das tolle Fleisch. Und welches Wild ihr bevorzugt, Schwarzwild oder Rehwild, das schreibt mir mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ja, und falls ihr es noch nicht seid, würde ich mich hier oben über ein Abo von euch freuen. Und auf der anderen Seite blende ich 2 weitere Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao. So lecker.